Hallo und herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. In diesem Video zeige ich euch ein unglaublich leckeres Lachsrezept mit Ofengemüse und einer leckeren, einfachen Bechamelsoße. Spargel ist auch noch dabei. Los geht's! Bevor es losgeht mit den Drillingskartoffeln, zeige ich euch jetzt erstmal was. Und zwar ist mein Päckchen mit meinen geschärften Messern wieder zurückgekommen. Ihr fragt euch jetzt gerade, wie zurückgekommen. Auf www.rattenscharf.com könnt ihr euch eine Dienstleistung aussuchen, und zwar zum Messerschärfen oder eventuell auch die Klinge zum Reparieren. Meine waren etwas stumpf, das seht ihr meistens immer an der Tomate. Die Tomate hat ja eine feste Außenhaut und dann zerquetscht ihr eher die Tomate, als dass ihr sie schneidet. Man hat ja so die eigenen Lieblingsmesser, mit denen man öfters schneidet. Und dann gibt man auch immer ganz, ganz viel Kraft. Ist mit viel Kraftaufwand auch, wenn die Messer stumpf sind. Hier seht ihr das auch am Papier. Also die waren nicht so dolle. Auf www.rattenscharf.com bekommt ihr mit dem Rabattcode RABEA10 10% Rabatt auf den Warenkorb. Dann, wie gesagt, auf www.rattenscharf.com wählt ihr eure Dienstleistung aus, wie viele Messer ihr schärfen wollt. Und in nur wenigen Tagen bekommt ihr dann so einen Umschlag nach Hause. Und den öffnet ihr an der untersten Lasche. Dann sind da, ich habe jetzt 2 Messer ausgewählt. Für 2 Messer Verpackungsmaterialien dabei. Hier habe ich so Kunststoffdinger, die man vorne an der Spitze dran macht, dass man sich nicht verletzt, beziehungsweise dass die Spitze auch nicht kaputt geht. Die werden dann einfach vorne dran gesteckt. Und dann gibt es dann nochmal so einen Umschlag, beziehungsweise so einen Karton für die Messerklinge, dass der Schleifer sich auch nicht verletzt. Die packe ich jetzt hier rein. In dem Umschlag gibt es mehrere Aufkleber. Da müsst ihr aufpassen. Da gibt es einmal einen Aufkleber für den Messerschleifer. Der bleibt im Karton drinne. Also hier, das ist für den Schleifermeister. Der bleibt im Paket drinne, also nicht vergessen. Und dann gibt es den Paketaufkleber, was ihr dann aufs Paket draufklebt. Also Messer rein, dann wie gesagt den Postaufkleber für den Schleifermeister auch rein damit. Und dann wird das Paket einmal zugeklebt. Auf der Webseite wird aber alles nochmal haargenau erklärt. Und vorne auf das alte Label kommt dann der neue Paketaufkleber. Einfach oben drauf zukleben. Und dann wird das einmal per Post weggeschickt und wenige Tage später sind eure Messer rattenscharf und ihr könnt super damit schneiden, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe jetzt mal wieder ein Blatt als Beispiel genommen. Ich wasche jetzt mal ganz kurz die Messer und dann zeige ich das euch nochmal an einer Tomate. Auf www.rattenscharf.com bekommt ihr mit dem Code RABEA10 10%. Hier ist die Tomate und es gleitet wie durch Butter. Ich bin super zufrieden damit. Ich kann es euch nur empfehlen für eure Lieblingsmesser. Ohne viel Kraftaufwand geht das einfach hier wirklich super einfach durch. Ihr könnt super schöne, dünne Scheiben schneiden. Also www.rattenscharf.com mit dem Rabattcode RABEA10 bekommt ihr 10%. Ich zeige euch das nochmal hier an der festkochenden Kartoffel. Die ist noch nicht gekocht. Das ist wirklich einfach. Und jetzt geht es weiter mit dem Rezept. Wir haben die Drillingskartoffeln in einen Topf gepackt, Wasser rein und die werden jetzt einmal so circa 10-15 Minuten gekocht. Möhren schneide ich schon mal in Scheiben. Ihr könnt sie etwas dicker machen, nicht zu dünn. Die gebe ich aber dann gleich zu den Kartoffeln und die werden ebenfalls mitgekocht. Und wie ihr sehen könnt, das Messer gleitet durch die Möhren auch ebenfalls ohne Kraftaufwand. Als nächstes braucht ihr Lachs. Für 4 bis 6 Personen, was ihr meint, wie groß das sein sollte. Einmal schön schneiden, in Stücke schneiden.
Natürlich vorher waschen und gut abtropfen. Hier seht ihr nochmal das Messer in Aktion. Das gleitet wie Butter durch das Lachsfilet. Wer die Lachsstückchen noch dicker mag, kann das natürlich gerne noch dicker schneiden. Ich habe es jetzt genau in 4 Stücke geschnitten, reicht also für 4 bis 6 Personen. Die kommen dann auf ein Backblech mit Backpapier. Als nächstes habe ich eine rote Zwiebeln, die halbiere ich einmal und dann werden die in Scheiben geschnitten. Dann habe ich eine gelbe Paprika. Ihr könnt eine ganze nehmen oder eine halbe. Ich habe jetzt eine halbe Paprika gewählt, eine halbe gelbe und dann eine halbe rote. Die werden dann in mundgerechte Stücke geschnitten, etwas gröber. Die Paprika gebe ich ebenfalls in die Schüssel hinein, wo die roten Zwiebeln sind. Die Drillingskartoffeln habe ich jetzt 15 Minuten kochen lassen mit den Möhren zusammen. Vorsicht, die sind noch heiß. Die halbiere ich jetzt, gebe ich ebenfalls mit in die Schüssel. Gebe ca. 80 ml Olivenöl hinzu. Den Saft einer halben Zitrone. Eine Knoblauchzehe hineinpressen. Das Ganze mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Edelsüßpaprika und Oregano ebenfalls würzen und das Ganze alles gut miteinander vermischen. Das Ganze kommt jetzt mit auf das Backblech an die Seite und achtet darauf, dass ihr nur das Gemüse auf das Backblech tut und das den Sud bzw. das Olivenöl, was unten an der Schüssel noch drin ist, bitte nicht mit aufs Blech geben. Das mal kurz beiseite stellen. Dann habe ich hier grünen Spargel. Unten das Hölzerne schneide ich ab. Das kommt dann weg. Und ihr könnt den Spargel jetzt einmal so lassen oder nochmal schneiden. Also ich habe mich jetzt, glaube ich, spontan entschieden, den Spargel nochmal in Stücke zu schneiden. Der Spargel kommt dann in den Ölmix, den wir noch übrig haben von unserem Gemüse. Das wird nochmal da drin verrührt. Also schön einmal kurz den Spargel mit dem Öl und mit den Gewürzen benetzen. Das kommt dann ebenfalls auf die Kartoffeln oben drauf. Und dann habt ihr noch ein bisschen übrig für euren Lachs. Einfach ein bisschen oben drüber geben. Der braucht gar nicht allzu viel. Man soll den auch nicht überwürzen. Ihr wollt ja noch den Geschmack von dem frischen Lachs am Ende haben. Und dann unten in die Ecke habe ich noch ein paar Champignons übrig gehabt. Die habe ich ebenfalls da drauf aufs Blech gelegt. Das Ganze kommt dann in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 bis 30 Minuten, je nach Backofen. In der Zwischenzeit können wir unsere Soße vorbereiten. Dazu einmal 80 Gramm Butter in einen Topf schmelzen. Ich habe dann noch eine kleine rote Zwiebel mit hinzugegeben. Alles kurz andünsten. Dann kommt noch einen Esslöffel Mehl hinzu. Das Ganze wird dann abgelöscht mit 200 Milliliter Gemüsebrühe und mit 200 Milliliter Sahne. Das Ganze wird dann leicht köcheln gelassen. Am Ende gebe ich dann noch ein bisschen Dill hinzu. Das macht ihr am besten nach Geschmack. Salz und Pfeffer nicht vergessen. Ich habe jetzt kein Salz gemacht wegen der Gemüsebrühe. Ich habe jetzt noch den Saft einer halben Zitrone genommen. So ungefähr 2 Esslöffel waren das noch übrig. Das gut verrühren und dann kurz aufkochen. Dann ist die Soße fertig. Mein Gemüse und mein Lachs ist genau nach 25 Minuten auch schon fertig. Und dann könnt ihr das
zusammen anrichten auf einen Teller. Also den Lachs, das Gemüse und die leckere Dillsoße, die passt perfekt dazu. Probiert unbedingt das Rezept aus. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Genauso wie meinen Rabattcode auf www.rattenscharf.com. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Rabea.